Am 10. August 1942 wendet sich Ludwig Baum an den französischen Nuntius Valerio Valery. Der 1886 geborene, aus Alzey stammende jüdische Rechtsanwalt und Notar hatte nach dem Inkrafttreten des Reichsbürgergesetzes von 1938 seine Kanzlei aufgeben müssen. Ludwig Baum musste das nationalsozialistische Deutschland verlassen und fand mit seiner Frau Clara, Jahrgang 1894, und ihrer Tochter Hannelore, Jahrgang 1922, bei seiner Schwester Melanie Stern, geborene Baum, Jahrgang 1893, Zuflucht in Luxemburg. Nachdem deutsche Truppen am 10. Mai 1940 in Luxemburg einmarschierten, floh die Familie weiter nach Frankreich, in der Hoffnung, von dort aus weiter in die USA zu gelangen. Über eine spezielle Einreisegenehmigung verfügten sie laut Baum. Doch dazu benötigen sie Durchreisevisa für Spanien und Portugal. Der einzig offene Hafen ist Lissabon. Nach jetzigem Stand hat Nuntius Valery nichts unternommen, um der Familie die Visa zu beschaffen. Mit tragischem Ende. Sie alle wurden in Drancy interniert, von dort nach Auschwitz verbracht und in den Gaskammern ermordet. An seine Eminenz, den Herrn Nuntius des Apostolischen Stuhles Vichy. Gestatten Eure Eminenz, dass ich unter kurzer Schilderung meiner Lage mir erlaube, Ihnen nachstehende Bitte zu unterbreiten. Ich bin jüdischer Refugié aus Deutschland und wohne seit über einem Jahr in La Ciotat mit meiner Familie, bestehend aus meiner Schwester, meiner Frau und meiner 19-jährigen Tochter. Gleichzeitig möchte ich bemerken, dass ich im 56. Lebensjahr stehe und infolge eines angeborenen Hüftleidens weder militärdiensttauglich noch arbeitsdienstverwendungsfähig bin. Nach Verlust meines Notariats und schließlich der Anwaltschaft wanderte ich im Januar 1939 nach Luxemburg aus, zu meiner dort lebenden Schwester. Nach der Besetzung verließen wir 4 zusammen Luxemburg. Wir versuchten mit allen Mitteln, unsere Einwanderungspapiere für die USA zu bekommen. Im Juni 1941 erhielten wir die Papiere in Marseille, aber infolge der Änderung der Einwanderungsbestimmungen wurde es nichts mit der Auswanderung. Im November 1941 wurde uns die Möglichkeit zur Auswanderung wieder geboten und war bereits von Washington aus der Visa accordé, dem amerikanischen Konsulat in Marseille, zugeleitet. Infolge des Eintritts Amerikas in den Krieg kamen wieder neue Erschwerungen und unsere Hoffnung wurde zunichte. Nunmehr erhielten wir letzte Woche aus Amerika die Nachricht, dass bereits das erforderliche Hearing in Washington stattgefunden habe und dass Aussicht bestehe, dass uns die Spezialautorisation erteilt würde. Jetzt aber scheinen durch die Schwierigkeit, die für die Erteilung des Visa des Sorties de France neu bestehen, unsere Hoffnung wieder gefährdet. Selbst wenn wir, wie wir hoffen, in allernächster Zeit die Spezialautorisation eintrifft. Meine Bitte geht nun dahin, uns zu helfen, wenn Eure Eminenz dazu erbötig wären, uns einerseits die Genehmigung zu verschaffen, Frankreich verlassen zu dürfen und weiter andererseits behilflich zu sein, die Durchreisebewilligung durch Spanien und Portugal zu bekommen und schließlich eine Aufenthaltsbewilligung für Portugal, solange, dass wir dort in Ruhe das Eintreffen der Spezialautorisation und die Erteilung des amerikanischen Einreisevisums abwarten dürften. Eine solche Hilfeleistung, für die wir Ihnen ewig dankbar wären, wage ich mich Eurer Eminenz nur deswegen zu unterbreiten, da sie der befreundeten Familie eines Mannes zubekäme, der zu den persönlichen Bekannten des Heiligen Vaters zählte, zur Zeit, als er noch als Nuntius in Berlin weilte und in dessen Haus er persönlich verkehrte. Es handelt sich um den früheren hessischen Gesandten August Nuss, der nach seiner Entlassung aus dem Staatsdienst 1933 Justiziar am Bischöflichen Sekretariat in Berlin wurde. August Nuss entstammt einer Bürgermeisterfamilie aus Gernsheim, einer Familie, die bereits in der 3. Generation mit der Familie meiner Frau eng befreundet war. August Nuss stand mit mir persönlich in freundschaftlich-kollegialer Beziehung und war mir später ein wohlgesonnener und hilfsbereiter Gönner. Ich bin überzeugt, dass wenn er unsere Lage hier kennen würde, er diesen meinen Schritt nicht nur billigen, sondern sogar mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen würde, falls er irgendwie dazu die Möglichkeit hätte. Genehmigen Eurer Eminenz doch den Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung. Ergeben Dr. Jur. Ludwig Baum.